Der Oktober neigt sich dem Ende zu. Und was für ein Monat das war. Viel gebaut, viel gebastelt, viel gemalt. Es war mal richtig gut, sich einen ganzen Monat nur auf eine Armee zu konzentrieren. Meine Ork-Horde hat davon profitiert und konnte wachsen. Jetzt kommt aber der Moment im Oktober, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Das große Finale. Heute zeige ich euch meine komplette Ork-Armee. Alle bemalten und einsatzbereiten Boys und Bosse, Squicks und Maschinen. Alles kommt einmal aufs Schlachtfeld und wir zählen die Punkte. Wie groß ist meine Ork-Horde? Das finden wir heute raus. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Der Oktober hat sehr viel Spaß gemacht. Zum Start schauten wir uns an, in welchen Medien Orks eine Rolle spielen und stellten fest, dass Orks einfach überall sind. In Warhammer sind sie natürlich die Besten. Und für mich persönlich haben sie im Tabletop-Hobby einen ganz besonderen Stellenwert. Wir haben im Oktober über Kontraste und Harmonien bei Bases gesprochen. Wir haben aus Müll echte Ork-Barrikaden gebastelt. Wir haben mit Kitbashing Light aus einer Ork-Box gleich beide Einheiten gebaut. Eine tolle, abwechslungsreiche Reise rund um eine Armee. Und jetzt sind wir schon beim großen Finale angekommen. Heute wird auch nicht mehr viel gelabert. Armeeregeln und Kontingente lasse ich in einem Video weg. Aber wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, dann schauen wir uns das vielleicht in einem anderen Video mal an. Im großen Finale geht es heute nur um die bemalten und einsatzbereiten Miniaturen. Und natürlich die Frage, wie viele Punkte sind da mittlerweile zusammengekommen? Los geht's mit der ersten Einheit. Den Anfang macht hierbei ein Ork-Boss, der eine Einheit Shooter Boys anführt. Also Orks mit Wummen. Ja, die treffen mit einer ballistischen Fähigkeit von 5+ eigentlich nix, aber ich wollte zum Start meiner Armee damals auch ein bisschen Dacker. Naja, da ist auch ein verrückter Boy mit einer fetten Wumme dabei, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Und dann haben wir einen Boss, der 10 Boys anführt, kommen wir auf 94 Punkte für diese Einheit. Weiter geht's, hier noch ein Ork-Boss, diesmal mit einer Energiekralle. Der führt dann eine Einheit Moscha Boys an, also meine nahkampflastigeren Boys. Die sind dann auch alle mit Knarre und Spalter ausgerüstet, also der Standardausrüstung für die Boys. In der Einheit befinden sich dann auch noch ein paar meiner wiederentdeckten und neu gebauten, bemalten alten Orks aus der 2. Edition, mittlerweile 4 Stück davon integriert. Haben wir also einen Boss und 14 Boys, sind 128 Punkte in dieser Einheit. Nun eine ganz wichtige Einheit mit der Möglichkeit, weitere Befehlspunkte zu ergattern. Hier ist der Treiber, der eine Horde Grotz anführt. Grotz, einfach super lustige Minis. Sind auch alle individuell und da habe ich auch mittlerweile mal 2 meiner alten Grotz aus der 2. Edition noch integriert. Also haben wir einen Treiber und 12 Grotz, 47 Punkte. Nun kommen meine Ork-Kommandos, die vom Look and Feel echt zu meinen Lieblingsmodellen gehören. Die Minis sind super vielfältig und haben deshalb auch unglaublich viel Spaß beim Bemalen gemacht. Auch der lustige Bumsquick darf natürlich nicht fehlen. Der kann einmal pro Schlacht zu Feinden in 12 zur Reichweite rennen und dort explodieren. Oder der Hampelgrott, den kann man für einen 5+ Rettungswurf opfern. Der arme Kerl. Ich finde, die Minis der Kommandos sind einfach herrlich anzuschauen. In der Einheit ist einfach von allem was dabei. Super cool. Ein Boss und 9 Kommandos, 120 Punkte. Jetzt etwas schweres Gerät, Killer-Cans oder Killer-Bots auf Deutsch. Die Waffenarme habe ich magnetisiert und ich glaube, das war auch die einfachste Magnetisierungsaktion, die ich jemals durchgeführt habe. Die Killer-Cans gehören auf jeden Fall auch zu meinen Favoriten. Wandelnde Blechbüchsen, schwer bewaffnet und drinnen sitzt ein kleiner wilder Grott, der sich mit dem Schrottrobo dann auch mal bei ein paar Orks rächen kann, die gemein zu ihm waren. Auf jeden Fall auch eine Ork-Einheit, die beim Bauen und Malen unglaublich viel Spaß macht. Davon habe ich 3 Stück, 125 Punkte. Wenn wir schon dabei sind, hier ein Gargbot oder Death Threat, eigentlich das gleiche, in größer für Orks und mit 4 statt 2 Armen. Und der gehört eigentlich meiner Frau. Sie hat den zusammengebaut und auf der Base liegt deshalb auch so ein zerquetschter Marine. Ich hätte sowas Grauenvolles natürlich niemals gemacht. Naja, ich habe den Gargbot gelootet und angemalt und jetzt gehört er mir, wenn meine Frau nicht zuhört. Ein Gargbot, 120 Punkte. Weiter mit einem Museumsstück, ein ganz besonderer Gargbot, der noch Ork-Cybot hieß, der Kartonaufsteller von früher. Ich dachte immer, dass es den auch mal als Miniatur gab,
aber scheinbar wurde er in der Form wohl nie als echte Mini hergestellt. Coolerweise gibt's da mittlerweile aber auch eine Fanmade-Version für 3D-Drucker. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Also noch ein Gargbot, 120 Punkte. Kommen wir zum Chef-Oberboss himself, Gashgul Mak Uruk Draka. Der Prophet des großen War, der bossigste Boss der Bosse. Hammergeile Miniatur. Starker Anführer der Horde. Der darf echt in keiner Ork-Armee fehlen. Ist auch ein super detailliertes Modell und ich liebe das Teil. Natürlich darf aber auch Makari nicht fehlen. Der persönliche Bannerträger und bestester Grott überhaupt. Die beiden zusammen sind dann 235 Punkte. Weiter geht's mit einem Truck bzw. Laster. Hat wohl auch in jeder Ork-Armee einen Platz gefunden, ist einfach ein Transporter, um die Boys schneller an die Front zu bringen. Und das ganze Modell strotzt auch so vor Details, hat so bewegliche Rampen. Der Beifahrer hat eine fette Wumme und ein ordentliches Ork-Fahrzeug braucht natürlich auch eine Abrissbirne. Da will ich auf jeden Fall noch weitere für meine Armee. Ein Truck, 70 Punkte. Und hier nun das riesigste, größte und vermutlich bestbemalste Modell der Horde. Die Killerkutsche. Diese Miniatur hat sich meine Frau auf meinen Geburtstag rausgesucht, gebaut und fantastisch bemalt. Absolut amazing. Sie hat da unglaublich viele Stunden investiert und ich glaube, danach war sie so ausgebrannt, dass sie seitdem, glaubt, nichts mehr richtig gemalt hat. Ich bin auf jeden Fall krass stolz, dass wir das Teil haben. Bringt dann auch krasse 155 Punkte aufs Schlachtfeld. Thematisch dazu passend eine Einheit Grundsachreiter aus der aktuellen Ork Combat Patrol. Gleicher Geburtstag und über ein Jahr ungeöffnet. Irgendwie hatte ich erst gar keinen Bock auf die Minis, bis ich mir die mal genauer angeschaut habe. Überall Bionics, sogar bei den Squigs. Und plötzlich hat's richtig Spaß gemacht. Die Bases habe ich dann auch noch etwas aufgepimpt, damit es so ausschaut, als würden die über Ödlandhügel preschen. Auch da ist ein Bumsquick dabei, mit der Sonderregel, der bringt die Rakete, wie meine Frau die nennt. 4 Grunzerreiter, ganze 150 Punkte. Dann habe ich hier noch eine Einheit Viechjäger mit einem Jägerboss und 9 Jägern. Ebenfalls aus der Ork Combat Patrol. Und da habe ich auch noch 10 weitere, die muss ich aber noch bauen. Ein Viechjäger hat hier auch so eine Sprengknarre. Richtig fettes Kaliber. Ja, und die Viechjäger haben mir auch erst auf den zweiten Blick Spaß gemacht. Mit der Bemalung bin ich noch nicht komplett fertig, aber ich wollte die trotzdem im Video zeigen. Mit der Sonderregel Monsterjäger können die übrigens Trefferwürfe gegen Monster und Fahrzeuge wiederholen. Auch cool. Ein Boss und 9 Jäger sind 95 Punkte. Sind also ein bisschen teurer als normale Boys. Kommen wir zu meinen Stormboys. Oder wie sie auf Deutsch heißen, Düsenspringer. Da finde ich den englischen Namen echt besser. Die haben sich halt einfach mal so Raketen auf den Rücken geschnallt und fliegen bzw. springen damit zu den Feinden. Fast so wie die Space Marines mit ihren Jump Packs. Nur explosiver, gefährlicher, riskanter, eben Ork-Style. Auch dieses Set kann ich echt nur empfehlen. Hat mir unglaublich viel Spaß beim Bauen und Bemalen gemacht. Und die sehen halt einfach auch echt ulkig aus. Selbst wenn man keine Orks sammelt. Eine Einheit Stormboys anmalen und zack, habt ihr gute Laune. 5 Stormboys, 65 Punkte. Dann haben wir da noch eine Schrauber und 4 Looters oder Plünderer auf Deutsch. Im vorherigen Oktober-Video habe ich gezeigt, wie man aus einer Box Looters beide Einheiten bauen kann. Also auch die Brenner. Das war eine coole Kit-Bashing-Erfahrung und die praktische Anwendung eines Tipps vom Old Big Mac von The Red Ones Go Faster. Nochmal bauen möchte ich das Kit aber glaube ich nicht mehr. Die Einheit mit einem Schrauber und 4 Looters sind dann 50 Punkte. Hier noch ein weiterer Schrauber mit etwas mehr Kit-Bashing. Der Kerl führt dann eine Einheit aus 4 Burners an. Die Minis sind eben auch aus der gleichen Looters-Box und jo, die Burners waren noch fuddeliger beim Zusammenbau. Dafür haben sie mit viel Spaß bei der Bemalung entschädigt. Nochmal brauche ich das aber eher nicht. Die Einheit mit einem Schrauber und 4 Burners bringt 60 Punkte auf den Tisch. Und dann haben wir in Summe 1634 Punkte. Geballter Ork-Macht. Alle gebaut, alle gemalt, vollständig einsatzbereite Orks. Echt krass. Ich glaube, das ist dann vermutlich sogar meine aktuell größte Armee auf dem Level. Hammer. Und das sind ja auch nur die fertigen Miniaturen. Ich habe da in meinem eigenen kleinen Warhammer Store noch einen Laster, 6 Bikes, ein Trike, 10 weitere Viechjäger, den Viechjäger-Boss, nochmal eine Einheit Boys und die Panzerknacker oder wie die heißen. Dann noch ein paar inoffizielle Miniaturen. Ach,
Und dann kommt ja noch das Zeug vom Combat Patrol Abo obendrauf. Voll cool. Riesengroße Ork-Horde. Ich bin begeistert. Der Oktober war ein toller, spaßiger und auch ein zielstrebiger Monat. Meine Ork-Armee ist in der Zeit um viele fertige Miniaturen reicher geworden. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Oktober 2026 und bin echt gespannt, auf wie viele Punkte die Horde dann angewachsen ist. Mit den noch rumliegenden Minis und dem Combat Patrol Abo knacke ich die 2000 Punkte ganz locker. Eventuell komme ich dann sogar auf 3000. Wir werden es sehen. Der Oktober hat mir jedenfalls brutal viel Spaß gemacht. Aber ich freue mich auch drauf, wenn ich dieses Wort nicht mehr so oft benutzen muss. Sich mal einen ganzen Monat nur um eine Armee zu kümmern, war einfach genial. Irgendwie kam ich selbst auch viel besser voran, weil ich mich viel weniger selbst abgelenkt habe, beziehungsweise von anderen Projekten ablenken ließ. Auch das Planen und die Bearbeitung verschiedenster Themen für die Oktober-Videos, die sich dann aber allesamt im Kern um die gleiche Armee drehen, war eine spannende Herausforderung für mich. Für mich persönlich war das Projekt Oktober 2025 ein Erfolg. Ich hoffe, euch haben die Videos und diese Armeevorstellung auch gefallen. Falls ja, freue ich mich über euren Like, denn das motiviert mich ungemein. Ja, aber nun ist der Oktober für mich vorbei. So cool es war, so freue ich mich doch nun auch wieder über etwas Abwechslung. Außerdem haben sich draußen auch schon Kartons angesammelt, die auf ein Unboxing warten. Und ich brenne vor Neugier und will die nun auch endlich mal aufmachen. Was ich als nächstes baue oder male, weiß ich noch gar nicht. So viele Möglichkeiten. Herrlich. Wenn ihr dabei sein wollt und mehr aus meiner Hobby-Ecke sehen möchtet, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Auch das motiviert und hilft enorm. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr meine Orks findet. Was gefällt euch? Was würdet ihr anders machen? War der Oktober überhaupt was für euch oder eher nicht? Teilt uns auch gerne mit, ob ihr selbst Orks sammelt, malt und spielt. Und falls ja, wie groß ist eure Horde? Ich freue mich auf eure Nachrichten. Nun blende ich mal noch die Liste meiner Patreons ein und bedanke mich recht herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung. Danke an euch alle fürs Zuschauen und dranbleiben. Bleibt froh und munter wie der Ork im Haferstroh. Oder so ähnlich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.